Wenn es eine Frucht auf dieser Welt gibt, die ich schon immer mal probieren wollte, dann halte ich sie gerade in den Händen. Dieses Ding ist der Blütenkolben von der Monstera-Pflanze und ist halt einfach in unreifem Zustand hochgiftig. So, also man darf das auf keinen Fall öffnen. Aber das Ding wird essbar, wenn sich die Schale wie so Schuppen von dem Kolben löst. Also hier sieht man das eigentlich ganz gut. Wenn man hier schaut, also das löst sich so richtig doll einfach von dem Fruchtfleisch. Und jetzt kann man es essen. Und wirklich, das riecht so süß. Also es riecht mega geil. Und ich habe das natürlich gleich mal googeln müssen. Und der Geschmack soll sein wie ein Mix zwischen Banane und Ananas. Naja, ich muss jetzt leider ganz ehrlich sein. Ich habe damit schon ein TikTok-Video gemacht. Und habe es auch dementsprechend schon getestet. Ich kann euch sagen, es schmeckt haargenau so. Und ich finde, es erinnert noch ein bisschen an Cherimoya. Kennt ihr die? Das ist diese runde Frucht. Ich kann ihr mal ein Bild einblenden. Naja, aber nichtsdestotrotz wollte ich hier auf YouTube euch das auch mal zeigen. Ich finde es so geil. Also ihr müsst es nochmal in Namen angucken. Guck mal, wie cool das aussieht. Was ich nicht verstehe, ist, da sind so schwarze Dinger. Was ist das? Echt strange. Also das Ding ist eigentlich aufgebaut wie so ein Mais. Also da ist auch so ein Kolben drin und den kann man nicht essen. Und man kann außenrum dieses Fruchtfleisch essen. Naja, wenn sich das dann halt so löst, dann sieht dann irgendwie so aus. Also irgendwie wie so Schuppen oder wie so Schlangenhaut. Also wirklich total strange. Total strange. Und das Lustige war, ich war bei meinem Bruder in Teneriffa diesen Sommer. Der war da auf einer Tierrettungsstation für ein Jahr, hat er da gearbeitet. Und dann laufe ich da so und gucke so und dann sehe ich einfach eine wunderschöne Monstera-Pflanze und da steckt dieser Kolben drin. Und ich so, nee, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Das wächst in Teneriffa. Ich dachte irgendwie, das wächst nur in, weiß Gott wo, Thailand oder sowas. Aber nee, tatsächlich, aber zu der Zeit war das Ding eben noch nicht reif. Habe ich einen Kumpel von mir angeschrieben, der beliefert mich immer mit meinen wunderschönen exotischen Früchten. Und habe ihn gefragt, ob er nicht an so eine Pflanze rankommt. Und er meinte, das ist nicht so easy, er fragt mal nach bei seinen Obstlieferanten. Und tatsächlich hat er mir jetzt sozusagen als Weihnachtsgeschenk 4 von diesen Dingern geschickt. Und die waren eben noch komplett zu. Also wirklich ganz eng ging das Grün runter. Und ich so, ey, vergiss es. Das wird doch hier niemals reif. Und tatsächlich, also wisst ihr, es ist ja oft so, wenn man so exotische Früchte kauft, dann kommen die hier an und die schmecken eigentlich nach gar nichts und schmecken eigentlich noch total unreif. Und das dachte ich halt auch, das wird bei der auch so sein. Aber, yo, ich verstehe es gar nicht, warum das hier nicht verkauft wird. Obwohl, vielleicht verstehe ich es doch, wenn ich mir überlege, ich glaube, viele Menschen wissen das dann halt nicht, dass das giftig ist in unreifem Zustand und machen die dann vielleicht auf und dann irgendwie sterben die dran, wenn die das essen oder keine Ahnung, kriegen eine Vergiftung. Also der Zustand ist top. Also es schmeckt so süß, also als würdest du sie direkt vom Baum oder vom Strauch, wie auch immer, pflücken. Und ja, wenn ihr mal noch Früchte habt, die man sonst eigentlich nicht kennt und die ich unbedingt mal probieren soll, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Dann frage ich ihn mal, ob er die mir zuschicken kann. Ich finde das so geil, wirklich. Man kennt so viel Zeug nicht auf dieser Welt. Und ich liebe es einfach, neue Sachen auszuprobieren. Das bin total ich. Ich finde es so toll, weil man kennt einfach so viel nicht. Okay, und jetzt machen wir mal einen Taste-Test. Hier nochmal ein Close-Up. Das sieht so nice aus. Und jetzt beißen wir da mal rein. Das schmeckt so krass. Aber wisst ihr, man sagt ja so eben Mix zwischen Banane und Ananas. Nee, also schon so ein bisschen, es erinnert einen schon ein bisschen an diese Früchte. Aber das ist was ganz anderes. Innen sieht das jetzt so aus. Das finde ich ein bisschen strange, dass da, wieso das so schwarz innen ist. Crazy, Freunde, crazy. Es schmeckt so geil. Und irgendwie macht es auch so Spaß, wie sich diese Schuppen hier so lösen. Die so abzupulen. Aber guck mal, da werde ich jetzt nochmal reinbeißen. Aber, also, es prickelt so ein bisschen komisch im Mund.
Das macht mir so ein bisschen so. Aber gut, Ananas macht das ja auch. Aber ich glaube, also normalerweise, wenn ich ja Obst esse, dann esse ich die ganze Frucht gleich, inhaliere sie. Aber ich glaube, da werde ich so ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Das Blöde ist, ich habe jetzt hier halt 4 von diesen Dingern. Hier, schaut mal. 1, 2 und die anderen liegen da drüben. Und die sind jetzt alle gleichzeitig reif geworden. Das ist jetzt ein bisschen ungeil. Ich versuche so viel wie möglich davon zu verwerten. Ich werde jetzt, glaube ich, erstmal so 2 Stunden warten und mal gucken, wie es mir tut. Und dann kann ich weiter essen. Nicht, dass ich nachher hier tot umfalle. Nee, aber wie gesagt, wenn die sich so abschält, dann kann man sie ohne Probleme essen. Und ich habe da auf jeden Fall auch schon viele Videos gesehen, wie Leute das probieren. Ich zeige euch hier mal noch kurz ein Close-Up. So sieht's behind the scenes aus. Hier liegen diese ganzen Schuppen. Und also das bricht auch wirklich so easy auseinander. Das ist eigentlich richtig satisfying. Und ich finde, es sieht schon, also schaut mal, wie schön das einfach aussieht. Ach, ich bin völlig fasziniert von diesem Ding, wirklich. Und nochmal ein paar Side-Infos. Also die Frucht heißt Monstera deliciosa. Deliciosa heißt, glaube ich, einfach irgendwie lecker. Was auf jeden Fall dazu passt. Und Monstera, ja gut, das ist so ein kleines Monsterchen, soll es irgendwie sein. Weil es halt als erstes so ein hochgiftiges Ding ist. Dann sich die Frucht einfach aufpellt und dann eben das Leckere da drin sein soll. Das Spannende ist auch, also sie fängt immer an, sich unten aufzublähen und dann lösen sich diese einzelnen Dinger den Stiel runter. Manche sagen auch, dass es wie so ein Obstsalat schmecken soll. Finde ich auch irgendwie eine interessante Beschreibung, weil das schmeckt einfach so nach so mega viel. Wenn man die in unreifem Zustand isst, dann reizt es unfassbar die Schleimhäute. Also das merkt man, finde ich auch. Also es prickelt so ein bisschen im Mund. Jetzt so, also wie so eine Ananas. Ist wirklich krass lecker. Also kann ich wirklich nur empfehlen, wenn ihr die mal irgendwo seht, weil ich glaube nicht, dass es die normal zu kaufen gibt, dann probiert die mal. Aber, wie gesagt, kaufen, wohin legen und erstmal, also bei mir lag die jetzt bestimmt eine Woche einfach nur rum, bis die sich so gelöst hat. Genau. Wahnsinn. So geil.